Normalerweise bin ich nicht der Typ, der zu einzelnen Düften ein separates Video macht, aber wenn so ein bekanntes Dufthaus wie Parfums de Marly einen neuen Duft rausbringt, mache auch ich eine Ausnahme. Ich habe heute den Perseus von Parfums de Marly mit dabei und möchte mal gemeinsam mit euch riechen. Es wurde ja ganz viel Wind um diesen Duft gemacht, wie eigentlich immer, wenn Parfums de Marly einen Duft mit rausbringt. Wir schauen einfach heute mal, wie gut der eigentlich wirklich ist, für wen er sich eignet und natürlich auch, wonach er riecht. Ich würde vorschlagen, wir packen ihn als erstes mal aus. Wie erwartet, Senfgelb, Orange, wie auch immer, vielleicht eher Senfgelb. Aber wie man es eben von Parfums de Marly kennt, hier vorne hat man ein großes Logo mit drauf, mit den Pferden. Schwere Flakons, sehr wertig, also so, wie man es eigentlich gewohnt ist. Es wurde ja total viel gehypt um diesen Duft und ich würde vorschlagen, wir schauen uns erstmal an, was eigentlich mit dem Duft so vermittelt werden soll. Es soll einen strahlenden Morgen in der königlichen Residenz Marly darstellen. Goldene Sonnenstrahlen durchdringen die majestätischen Fenster des Schlosses und wecken die prächtigen Gärten zum Leben. Okay. In diesem Moment öffnest du deine Augen und atmest tief ein, als sich der belebende Duft von Zitrusfrüchten und Hölzern in der Luft ausbreitet. Finde ich super spannend. Ein wirklich eher leichterer Duft vielleicht, ein erfrischenderer Duft, zumindest wenn man der Beschreibung trauen möchte. Noten von prickelnder Grapefruit und grüner Mandarine erfüllen die Luft, während du die Wärme von Vetiver spürst. Wow, okay. Hört sich so an, als könnte das auf jeden Fall ein richtig, richtig guter Begleiter jetzt für den Frühling und auch für den Sommer werden. Man könnte ja fast sagen, Parfums de Marly hat es perfekt getimt. Aber okay, für euch zur Info, ich habe mir den Duft schon mal vorab aufs Handgelenk gesprüht, um einfach auch sagen zu können, wie er sich im Verlauf entwickelt. Aber ich würde sagen, wir schauen einfach mal, was sich da so im ersten Riechen ergibt. Ja, also erster Riechen wirklich zitrisch. Die Grapefruit kommt tatsächlich raus. Sie haben nämlich was leicht bitteres, zitrisches. Ich finde es ja super schön. Ich mag Grapefruit total gerne, weil es im Gegensatz zu ganz klassischen zitrischen Düften durch diese leicht bittere Note einfach nochmal was sehr, sehr Erfrischendes mit reingibt. Ist wirklich ein schöner Duft und ich würde jetzt mal sagen, relativ gefällig. Zitrisch, erfrischend, erfrischend, leicht bitter. Und was dann relativ schnell reinkommt, finde ich, ist was leicht Erdiges. Wir haben ja eben Vetiver mit drin. Das ist eine schöne Kombination für mich, so vom Riechen auf dem Duftstreifen zumindest. Auf jeden Fall ein Unisex-Duft. Könnte ich mir sehr, sehr gut an Frauen, aber auch an Männern gleichermaßen vorstellen. Was ich finde, was bei dem Duft wirklich im Verlauf schön rauskommt, ist eine Mandarine. Also die riecht man nach dieser Grapefruit am Anfang schon solo kurz raus. Finde ich persönlich sehr, sehr schön. Unterstreicht nochmal dieses Saftige, dieses Fruchtige. Macht den Duft aber, am Anfang ist er ja schon sehr zitrisch und für mich ein bisschen platt und der füllt den Duft so ein bisschen auf. Also der Duft wird aufgefüllt durch Mandarine, durch eine schöne Saftigkeit, leicht grüne Nuancen und eben, wie ich schon gesagt habe, das Holzige kommt auch relativ schnell dann in den Duft mit rein, ohne dass es dem Zitrischen erstmal die Show stiehlt. Ich hatte es ja vorhin schon so ein bisschen angedeutet, für mich ist es schon ein recht gefälliger Duft. Also es ist jetzt kein klassisch nischiger Nischenduft, der eine sehr komplexe Duftentwicklung hinlegt und vielleicht auch Duftnoten mit drin hat, wo so die Gemüter spalten könnte, ob es einem gefällt oder nicht. Ich finde, der Perseus ist wirklich ein Duft, der wahrscheinlich einer großen Masse gefallen könnte, weil eben mit diesem zitrischen, mit diesem leicht grün, holzigen macht man erstmal nichts falsch. Ist auf jeden Fall ein Duft, den du super im Alltag tragen kannst. Überall hin sehe ich überhaupt gar keine Einschränkungen. Aber auch ein Duft, wie ich finde, der hat zwar eine gute Sillage, aber jetzt natürlich nicht überdurchschnittlich, weil es ist einfach ein etwas leichterer, zurückhaltenderer Frühlings-Sommerduft. Aber wir testen jetzt mal kurz die Haltbarkeit. Ich habe den so vor gut 3 Stunden aufgetragen und er ist wirklich noch schön wahrnehmbar. Wir haben hier immer noch, und das finde ich ganz schön, leicht zitrische Nuancen mit drin. Oftmals ist es ja bei solchen Düften eher so, dass wirklich dann nur noch das Holzige mit drin ist. Ich für meinen Teil finde, dass wirklich was Zitrisches, Erfrischendes auch nochmal mit drin ist. Das finde ich sehr, sehr schön. Aber was natürlich rausgekommen ist, sind diese Hölzer, die aber trotzdem den Duft nicht männlich machen. Ich habe immer so ein bisschen meine Bedenken, wenn viel Holz auch mit drin ist. Das müsst ihr euch aber als Frau bei dem Duft auf jeden Fall nicht machen. Der ist super, super unisex, wirklich gut zu tragen, eben zu jedem Anlass.
und ich kann mir vorstellen, dass der Perseus wirklich sehr vielen Menschen gefallen könnte. Und ihr Lieben, aufgepasst, ich möchte euch natürlich an diesem neuen Duft teilhaben lassen. Deswegen könnt ihr eine praktische Probiergröße in 8 ml bei uns gewinnen. Damit könnt ihr den Duft perfekt einfach mal probieren und testen und im Alltag tragen und dann entscheiden, ob der Duft euch gefällt oder nicht. Was ihr machen müsst, um zu gewinnen, findet ihr wie immer unter dem Video in der Description. Einfach einmal kurz durchlesen. Es lohnt sich auf jeden Fall meiner Meinung nach, den Duft auszuprobieren, schon allein, weil er eben für so einen zitrisch frischen Duft wirklich eine super Haltbarkeit hat. Ich bin wirklich gespannt, wie sich der Duft im Hochsommer wirklich auf der Haut auch verhält und wie lange er dann tatsächlich hält, auch ne, wenn man schwitzt, wenn es einfach warm ist. Ich kann mir aber wirklich sehr gut vorstellen, dass der Perseus von Parfums de Marly wirklich ein richtig guter und treuer Begleiter im Frühling und auch im Sommer ist. Also für mich ein wirklich sehr gefälliger Duft. Lohnt sich auf jeden Fall mal auszuprobieren, wenn du eben so zitrische, frische, erfrischende Düfte mit einem leicht grünen, erdigen und holzigen Touch magst. Also von mir eine Empfehlung, aber wie gesagt, nicht der nischigste Duft in der Nischenduftwelt. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Inspiration geben zu diesem Duft, ob es sich vielleicht für euch lohnen würde, den auszuprobieren. Lasst mir gerne mal einen Kommentar da, wie ihr den Duft findet, wenn ihr ihn schon mal ausprobiert habt. Würde mich natürlich sehr interessieren, gerade eben wenn so ein großes Dufthaus wie Parfums de Marly einen neuen Duft released. Da scheiden sich ja auch immer die Geister, von dem her ich freue mich auf die Diskussion mit euch und sage bis bald. Ciao, ciao!